Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1942. Die Panzer rollen. Der Vormarsch geht voran wie 1941. Wir rücken so schnell vor, dass der Russe in einigen Bereichen tatsächlich überflügelt wird. Aber für Mensch und vor allen Dingen unsere Panzer ist dieses weite Vorrücken und Raumgewinn nicht vorteilhaft. Alle 50 Kilometer fällt ein Panzer aus und muss wieder zusammengeflickt werden. Die Instandsetzungszüge leisten Unvorstellbares und schaffen es doch immer wieder, die stählernen Kolosse in Fahrt zu bringen. Ich fahre nun schon ein paar Tage mit der Besatzung von Feldwebel Unterstieg auf dem Panzer III. Die Kameraden haben sich schnell an mich gewöhnt und der Kommandant vertraut mir, der auch schon von den anderen gehört hat, dass ich ein zuverlässiger Richtschütze bin. Es ist nicht nur das EK-1 an meiner Panzerjacke, das mich auszeichnet, eher die Geschichten um den T-34 Husarenritt oder andere Kampfberichte von mir und meiner alten Besatzung. Ja, als alter Hase hat man schon einen gewissen Ruf im Regiment. Trotzdem wäre ich gerne wieder bei meiner Isolde und bei Peter, dem Funker. Ich hatte kurz die Gelegenheit, mit dem jetzigen Kommandanten zu sprechen. Der Herr Leutnant macht einen guten Eindruck und er hat schon ein paar beachtliche Abschüsse erzielt. Aber er will, solange er die Isolde noch hat, an seinem jetzigen Richtschützen festhalten. Kann ich gut verstehen, man wächst ja auch irgendwie zusammen. Ich liebäugle ja auch immer wieder mit unseren Langrohrpanzern. Das wäre was. Da kann man mal den Russen richtig einen vor den Latz ballern, ohne dicht dran zu müssen. In jeder freien Minute bin ich bei den neuen Fahrzeugen und erwische mich hinter der Optik mit den Kameraden dort vor Ort. Diese Kampfentfernung ist schon enorm. Und ich denke, im verbundenen Gefecht ist das die Antwort auf die T-34 und auch auf die KW-1. Aber mehr als über Schmidt, dem Hauptmann in den Ohren zu liegen, um eine Besatzung mit Langrohr zu bekommen, geht nicht. Naja, wir werden sehen. Die Tage fliegen nur so dahin. Marsch, Kampf, Marsch und wieder Kampf. Kraftstoff wird knapp, abwarten. Nachtlager suchen, kaum Gegenangriffe, vereinzelte Flieger. Ich höre von Schmidt, dass wir weiter Richtung der Ölquellen vorstoßen sollen. Wenn wir die im Sack haben, dann ist der Russe fertig. Und wir können hier in der Tiefe Russlands unser eigenes Benzin herstellen lassen. Das wäre was und der Russe, der würde dicke Backen machen. Hoffen wir mal, dass die Versorgung bis dahin genug Nachschub liefert. Man schnappt hier und da was auf und es sollen noch 4 neue Panzer IV Lang zu unserer Abteilung stoßen. In ein paar Tagen sollen die hier sein, erzählt man sich. Ob das so stimmt? Am Abend kommt ein Packzug an unserer Sammelstelle an und ich unterhalte mich angeregt mit den Besatzungen. Nette Burschen von der Panzerabwehr. Und wir verabreden uns am nächsten Tag für eine Einweisung an der 7,5 Zentimeter. In der Frühe nach einem kargen Frühstück und lauwarmen Malzkaffee bin ich wieder bei der Pack. Die bringen für mich ein Geschütz in Feuerstellung und der Richtschütze erklärt mir den Ablauf und auch das Anrichten. Ein paar Abschussringe sind schon am Rohr und ich denke, der Richtschütze, Günther heißt er, hat schon so einiges hinter sich. Gerade im Winter 41-42 in der Verteidigungsstellung hatten die Packjungs alle Hände voll zu tun, um immer wieder die Russenpanzer abzuschießen, die durchgebrochen waren. Und so eine 7,5 Zentimeter Pack dreht man nicht mal eben, wenn ein Panzer vorbeirast. Mit fast 1,5 Tonnen ist das nicht möglich. Da muss der Seitenrichtbereich herhalten. Er erklärt mir, dass eine gut eingespielte Besatzung bis zu 15 Schuss die Minute an den Feind bringen kann. Das ist schon mal eine ordentliche Leistung. Günther erzählt mir, dass er vorher eine 5 Zentimeter Pack geführt hat. Und die konnte man noch im Mannschaftszug im Stellungswechsel bewegen. Aber diese großen Packs, die können nur geschleppt werden. Später nahm ich den ganzen Trupp noch mit zu unserem Panzer III und erklärte denen, wie es im Panzer so läuft. Günther meinte, hier drin wäre man noch gut geschützt, wenigstens gegen Infanteriefeuer und Artilleriesplitter.
Ich konnte das bestätigen, aber ich erzählte dann auch, was passiert, wenn man doch mal getroffen wird. Alte Erinnerungen an unseren Abschuss kamen in mir hoch. Bilder, die ich schon lange verdrängt hatte. Gute Kameraden sind damals gefallen. Es ist immer ein hoher Preis, den wir bezahlen. Aber es geht immer weiter. Der nächste Tag. Es ging wieder weiter. Ich wurde der 4. Abteilung zugeteilt und dort als Richtschütze auf einem Panzer III eingesetzt. Die Parole ging rum, es sollte mit aller Macht bis zum Terek gehen. Der Marsch geht Richtung Nevinomjskaja und wir haben tatsächlich 2 der neuen Panzer IV Lang dabei. Flott geht es über einen Höhenzug und weiter Richtung Süden. Wir sind die Speerspitze des Regiments und wir fahren wie der Teufel. Auf einem Höhenrücken wird die Kompanie via Funk angehalten. Der Kommandant steht im Turm und ruft uns nach oben. Mit den Ferngläsern an den Augen können wir den Elbrus sehen. Meine Güte, was für ein Anblick in der Morgensonne. Ein unvergessliches Bild. Nun aber weiter und runter ins Tal durch diese Steppenwiesen. Einige Panzer fallen aus. Keine Feindeinwirkung, sondern ein ganz anderes Problem. Die sind heiß gelaufen. Es stellt sich heraus, dass die Pollen der Steppenblumen dafür verantwortlich sind. Filter werden gewechselt, die Fahrzeuge müssen abkühlen, aber einige können noch weiter und im Breitkeil geht es auf die Stadt zu. Schon bekommen wir Feuer, aber die am Ortsrand aufgestellten Packs werden durch unsere Langrohrpanzer ausgeschaltet. Weiter geht es. Ein Flugplatz kommt in Sicht. Die Maschinen stehen friedensmäßig auf dem Rollfeld. Wir schwenken mit 2 Panzern III aus und greifen die Flugzeuge an. Nun ist der Iwan wach und man sieht Piloten zu den Maschinen laufen. Wir schießen, aber die Schüsse liegen nicht genau genug, also näher ran. Noch eine Ratter geht in Flammen auf, aber 2 scheinen zu starten oder die versuchen es zumindest. Wir kommen näher ran und sind schon auf dem Rollfeld. Der Kameradenpanzer schwenkt nach links weg und greift die eine Maschine an. Wir nehmen uns die andere vor. Der Kommandant gibt Anweisungen über Funk, dass wir direkt auf die startende Ratter zuhalten sollen. Bug-MG und Turm-MG schicken ihre Grüße in die Richtung der Maschine, aber diese rollt weiter. Kommandant zieht die Luke dicht und wir machen alles zu. Der Fahrer ruft nochmal laut: Festhalten! Plötzlich ein lauter Knall und der Panzer wackelt bedrohlich. Wir rollen noch ein paar Meter und dann stehen wir. Unser Panzer brennt und wir kommen durch die Turmluke nicht raus. Also runter zum Fahrer und wir boten aus. Nun sehen wir die Bescherung. Wir sind durch den Jäger durchgerast und haben den völlig zerstört. Das Benzin ist überall auf den Panzer gespritzt. Schnell werfen wir Sand auf den Panzer und können so schnell die Flammen ersticken. Alle sind draußen, keiner ist verletzt. Alle 4 Flugzeuge erwischt, die können uns nicht mehr ärgern. Unsere heiß gelaufenen Panzer schließen nun auch auf und sichern uns gegen etwaige Angriffe aus der kleinen Stadt. Eine Kette ist abgelaufen und wir machen uns an die Reparatur. Ordentlich was abgekriegt, unser Panzer, aber die Dinger sind robust. Ich schaue mir die Trümmer der Maschine an und sehe den halb verbrannten Piloten unter dem Motorblock des Jägers liegen. Er hat's versucht. Hätte ich möglicherweise auch so gemacht, in einer solch aussichtslosen Situation. 2 Stunden später ist der Tross vor Ort und wir rollen weiter. Kleine Widerstandsnester werden niedergekämpft und der Kampf um den Bahnhof beginnt. Eine Lok will noch Richtung Osten abdampfen, aber ein schneller Schuss in den Kessel vereitelt das Vorhaben. Wieder gute Beute gemacht, ein ganzer Zug voll Nahrungsmitteln. Weiter geht es. Das Ziel ist die Eisenbahnbrücke über den Kuhbahn. Kurze Lagebesprechung. Nur 4 Panzer werden nach vorne geworfen, um die Brücke zu nehmen. Ein Panzer IV Lang ist noch dabei, der andere ist schon ausgefallen. Wir sehen die Brücke. Ein kleines Loch klafft in der Mitte, wohl von einem Luftangriff, aber der Kompaniechef entscheidet, die Brücke im Handstreich zu nehmen. Wenn das mal klappt. Der Panzer IV und ein weiterer Panzer III werden zur Sicherung abgestellt und können so das andere Ufer bestreichen. Dort werden 2 Bunker ausgemacht, aber ein paar Granaten in die Richtung und es gibt keine Bewegung mehr dort. Mit 2 Panzern soll es schnell rübergehen. Ein Himmelfahrtskommando.
40 Meter geht es dort in die Tiefe und der Kuban schäumt rauschend unter der Brücke durch. Das Wasser aus dem Kaukasus fließt hier durch. Wer da reinfällt, der hat es hinter sich. Mir ist nicht wohl bei der Sache, aber der Kompaniechef fährt Spitze und wir gleich dahinter. Ich denke bei mir, dass so eine wichtige Brücke doch gesprengt werden muss. Die warten bestimmt, bis wir in der Mitte sind, und dann ab dafür und weg ist die Brücke. Ich streiche diese Gedanken aus meinem Kopf und konzentriere mich auf die Befehle des Kommandanten. Der Fahrer bringt uns gut auf die Brücke und in flotter Fahrt geht es auf die andere Seite. Schier endlos lange hat es gedauert, auf die andere Uferseite zu kommen. Keine Sprengung, kein Beschuss. Wir sind einfach zu schnell vorgerückt und der Russe hat uns hier nicht erwartet. Nun sind wir drüben und bilden so einen kleinen Brückenkopf. Wir stellen uns links und rechts der Brücke auf und nutzen die Bodensenken zur Deckung. Aber wir müssen warten. Die Kratzschützen sollen kommen und uns sichern. Da geht es auch schon wieder los. Kleine Trupps der Russen greifen an, aber scheinbar nur mit Gewehren bewaffnet und dabei noch einige Handgranaten. So können die gegen uns nichts ausrichten. Sie kommen zwar bis auf 50 Meter ran, aber dann brechen die Angriffe im Kreuzfeuer unserer Panzer zusammen. Der Panzer IV Lang auf der anderen Seite kann noch 2 LKW und einen Funkwagen in Brand schießen, die sich scheinbar absetzen wollten. Dann wird es ruhiger. Und endlich erscheinen die Kratzschützen. Wir haben die Stadt in unserer Hand und der Stab sowie der Tross suchen schon Quartiere. Bis zu den Ölfeldern soll es noch gehen. Dieses Land ist so groß und es scheint nicht enden zu wollen.